an diesem Ort. Für mich? Danke, Nina. Danke. Hast du gar nicht dabei? Ist das nett? Ja. So ist sie, die Nina. Und ich kann gleich sagen, wussten wir eigentlich, dass wir uns mit diesem XXL heute Abend ganz offiziell aus der Sommerpause zurückmelden? Denn heute das XXL und ab Montag dann wieder täglich Montag bis Freitags. Wer weiß denn sowas? Immer um 18 Uhr im Ersten. Also freuen Sie sich darauf und wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch. Ja, Teamkapitäne Bernhard Nelten, gut erholt über den Sommer. Unsere Gäste natürlich voller Vorfreude. Wir freuen uns auf euch und auf das, was jetzt in den nächsten ein bisschen mehr als 3 Stunden so passiert. Also starten wir gleich in Runde 1 und los geht es mit Veronika und mit Heiner. Auf geht's! Gleich bei Wer weiß denn sowas XXL. Olaf Schubert gegen Horst Lichter. Und jetzt in Runde 2 Nina Hagen gegen David Garrett. Nina, herzlich willkommen bei uns. Es ist eine große Freude, eine Ehre, eine Auszeit. Warst du überhaupt schon mal in einer Quizshow? Das kann ich mich nicht erinnern, weil ich schon sehr, sehr alt bin. Und Nein, oder auch? jetzt nicht wegen Vergesslichkeit, aber Du hast schon so viel es erlebt. kann sein, dass ich früher auch schon mal in einer Quizshow war. Okay, wir werden es nochmal kontrollieren. Ja, wir gucken uns nochmal alle alten Sendungen ab, die irgendwann mal Mein aufgetaucht ganzes Leben werden wir Revue passieren lassen. Das werden wir tun. Ja? So, du wirst mit Bernhard heute hier für euer Publikum wieder alles in die Waagschale werfen. Freue mich sehr. David? Ja, hier müsst ihr allerdings gut aufpassen, weil so verlieren ist so gar nicht dein Ding, das weiß ich. Ne? Ja, Also ich bin gewinnst schon. ambitioniert. Also Ja, ja. aber auch für... Ja, natürlich. Also, Also du musst jetzt erstmal den Elten wieder ein bisschen aufbauen und drücken euch die Daumen für die jetzt folgende zweite Runde. Nina Hagen und David Garrett. Hier sind die Publikumsverteilung bleibt ja unverändert und hier kommen die 12 Kategorien in Runde 2. Hier ist die Wand. Kategorien sind tierisch, Trick 17, damals, was passiert wenn, Film und Fernsehen, Unterwasser, Flugreise, unser Körper, das Wetter, Fleisch, Fragezeichen und clever. Nochmal für euch zur Erinnerung, wenn ihr ein bisschen bei uns mitspielen wollt, dann ladet euch schnell noch die ARD Quiz App runter. Da könnt ihr, wer weiß denn sowas, ja parallel zur Sendung mitspielen oder auch sonst in eurer Freizeit. Wenn ihr es noch nicht habt, seid ihr herzlich eingeladen und ihr seid eingeladen, jetzt die erste Kategorie auszuwählen. Also ich interessiere mich sehr für Geschichte. für Geschichte. Ja. Das wäre dann damals. Ja. Ja, damals. Wir nehmen Sollen wir das nehmen? Geschichte. Ja, ja, ja. Sehr gut. Erste Frage, liebe Nina, lieber Bernhard. Im viktorianischen England gingen verschiedene Rockbands auf Tour, die A. auf der Bühne ihre Lauten zerschmetterten, Geil. B. auf Steine schlugen oder C. keine Kleidung trugen. Das müsste ja jetzt eigentlich dein Ding sein, Nina. Also ich würde A sagen. Pardon. Das heißt, die haben ihre Lauten am Ende zertrümmert. Da gab es mehrere solcher Rockbands aus England. Viktorianisch ist so 1800. Ach so, oh Gott. Na da gibt es ja noch gar keine Videobeweise. Ja, ich finde das sehr gut. Wir fechten jetzt schon mal die Antwort an. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind jetzt schon mal. Ich meine,
meine, ihre Lauten zerschmetterten ist ja lustig, aber Ach so, ja, okay. also ihre Klampfen da, so auf Steine schlugen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, die haben dann so kack, 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 Ja. kack, 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 kack. Ja. Oh, steigt doch einer von mir, der... Wenn man das Rockbands nennt, bedeutet das Steinekapellen, also Kapellen, die mit Steinen gearbeitet haben. Das ist ja eine geile Idee. Im Vielleicht ist das... viktorianischen England, wo es noch kein Rock'n'Roll gab, wo der noch nicht erfunden wurde. Alles Rock, Steine, Steinbands, das ist ja... Das gefällt mir gerade verdammt gut. Und im viktorianischen England nackig rumlaufen, War keine gute Idee, war keine gute Idee. da kommt man in den Kerker. Ja, mir gefällt das mit dem auf Steine schlagen so gut, dass ich fast gar nicht das Publikum dafür zur Hilfe nehmen würde. Okay, Sollen wir das nehmen? ja, Wenn du jetzt dahin guckst, ist es gar nicht erlaubt. right. Das ist wie nackt im viktorianischen Zeitalter rumlaufen. Wir nehmen B. B ist eingeloggt. Das fände ich Nina sagt, und das ist wirklich ein interessanter Gedanke, bin ich noch nie gekommen, dass Rockbands heißen, weil das mit Steinen zu tun hat. Felsbrocken. Die Rockbands des 19. Jahrhunderts tourten durch ganz Großbritannien. Ihre Musik war beliebt, sogar die Queen besuchte Konzerte im Buckingham Palace. Dabei spielten die Rockbands auf einem Lithophon, bei dem auch Steinstäbe aus Hornfels geschah waren. Das Material wurde gewählt, da es im Gegensatz zu den meisten Steinen eine Struktur besitzt, die Vibrationen. Bis zu 5 Oktaven sind so möglich. Die ersten wortwörtlichen Rocker waren also Steinmetze. Sehr gut! Was eine Eröffnung! Perfekt! Sehr gut und richtig beantwortet. Die ersten 500 €! Film und Fernsehen. Film und Fernsehen. Bei uns ist die Da kennt ihr euch beide aus, hoffe ich. Schauen wir mal. Der langjährige Moderator der Kindersendung Löwenzahn, Peter Lustig, hat in seinem früheren Beruf A. Rudi Völler die Haare geschnitten, B. das Hotelzimmer der Beatles aufgeräumt oder C. die Berliner Rede John F. Kennedys aufgezeichnet. So, das weiß ich natürlich null. So, Peter Lustig, der Mann mit der Glatze, der Brille und dem Arbeit. Der Latzhose, hat er nicht immer eine Latzhose? Ja, da in Ich habe das ja noch als Kind geguckt. 90ern war der vielleicht. Oh, da ist, muss man ja mal aufpassen. Aber Also Haare schneiden kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 60er, 70er, 80er ist es dann ja wahrscheinlich. Dann nehmen wir doch die goldene Mitte, oder? Wahrscheinlich war der Hotelpage Das macht man ja eigentlich. Ja. und hat dann mal das Hotelzimmer der Beatles. Wo kommt denn der her, der Peter Lustig? Ist eigentlich egal. Also wie schnell alles getourt. was man hier, also Haare schneiden, da muss ja eine Ausbildung für haben. Das heißt, der müsste ja gelernter Friseur sein. Davon, das habe ich noch nie gehört. A, will ich ausschließen. B ist interessant, weil man auch im Hotel arbeiten kann als Azubi. Du brauchst keine große Ausbildung. Das macht man vielleicht so zwischen 18 und 20, um ein bisschen zusätzlich Geld zu verdienen. Ja, und C, ich bitte, wer hat denn die nicht aufgezeichnet? Gut, da gab es noch keine Handys. Saß er zu Hause in seinem Monitor und hat es jetzt einfach ich habe auch die Rede von Kennedy aufgezeichnet bei mir zu Hause mit Video. Stimmt. Das ist mir so ein bisschen so, also dann heißt, der ist der Mann. Nein, was das so besonders ist. Wir nehmen B. Ich finde B sympathisch. B. B lächelt euch an, dann sollt ihr B haben. Den 2016 verstorbenen Peter Lustig kennen die meisten von uns durch die Kindersendung Löwenzahn. Doch vor seiner Karriere als Moderator arbeitete er hinter der Kamera, genauer gesagt als Tontechniker. Als braver Tonmeister und Handwerker habe ich auf einem wackeligen Holzgestell gesessen, direkt vor dem Präsidenten, und wir waren 400.000 Leute oder so auf dem jetzt heißt er John F. Kennedy Platz. So kam es, dass er 1963 die berühmten Worte von John F. Kennedy vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin aufzeichnete. Ich bin ein Berliner. Antwort C ist die richtige. So, es bleibt erstmal bei 0 €. Wir haben es ja gerade erlebt, wie es gehen können, aber bei euch können schon die nächsten 500 dazukommen. Unser Körper. Hier, die Frage. Der große Schwung, bei dem man mit leicht gegrätschten Beinen sich drehend die Arme locker hin und her pendeln lässt,
A. sollte in den 1980er Jahren für ein Sixpack sorgen, B. ist der beliebteste Tanzschritt in China oder C. wurde in den 1920ern als Methode zum Augentraining entwickelt? Ich denke mal, dass wir das jetzt vormachen, wie ich diese Sendung kenne. Also, der große Schwung, bei dem man mit leicht gegrätschten Beinen, entschuldigen Sie bitte, wenn ich mich kurz etwas frei mache, so, wo man mit leicht gegrätschten Du kannst jetzt ruhig Zeit ist hier. Nina, der Bernhard will, glaube ich, einmal versuchen, ansatzweise zu zeigen. Das heißt, ich habe leicht gegrätschte Beine, das ist der hier, richtig? Das sind leicht gespreizte Beine. Nein, Gegrätscht ist ja dasselbe wie gespreizte. Nein, ich glaube, gegrätscht ist so. Ach, das? Das glaubst du nicht. Also eine Grätsche ist eigentlich so. Aber, ja, aber das sind doch gespreizte das ist Beine. gespreizt. Aber gegrätscht ist dann, das wäre eine Grätsche. So würde ich sie sehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich dann So, drehst. was haben wir jetzt? Die Arme hin und her pendeln. Vielleicht, wenn man sich drehen, die Arme hin und her pendeln lässt. Ja, jetzt dreh dich mal mit deinen gegrätschten Beinen. Ja, aber so würde ich das auch verstehen. Das wäre verschränkt. Ja, überschlagen oder verschränkt. Was würde denn da? Sich drehen. Sieht aber genauso lustig aus wie das andere. Also, aber in beiden Fällen würde ich mir die Kniescheiben brechen. Ja, aber du musst dich auch um dich rumdrehen, um dich selbst rumdrehen. Ja, das kann ich einmal. Und dann falle ich in der Mitte auseinander. Das ist. Aber was spürst du dabei? Sorgt das für ein Sixpack? Kannst du mal kurz die Kamera wegdrehen, danke. Hey, ich habe gesagt wegdrehen. Das ist privat. Genau. So, und das mit gegrätschten Beinen. So, ist der beliebteste Tanzschritt in China. Also man könnte, wenn man C nimmt, Methode zum Augentraining, da könnte man, der Kreislauf wird angekurbelt und es kommt mehr Blut in die Augen. Naja, Augentraining. Ja, zumal du auch, das ist mir aufgefallen, du musst die ganze Zeit gucken, weil du die. Right. Aber rein von der Intuition würde ich sagen, China. Man tanzt die einzige, so richtig schön frei. Ein Gefühl der Freiheit überkommt einen, wenn man klatscht und schlenkert dabei. Und ich bitte dich, wenn China für ein Wort steht, dann ist es Freiheit. Das stimmt. Der Mensch an und für sich, egal ob chinesisch oder Deutsch oder whatnot, ist ein freies Geschöpf, möchte sich immer frei fühlen. Ja, aber Er möchte die Freiheit spüren. Aber in den 20ern, da waren die Leute doch total heiß auf Bewegung, auf Gymnastik spielte da eine große Rolle. Die haben mit so Kegeln so gemacht, diese Drehdinger. Wofür bist du denn, Bernhard? Ich bin dafür, dass wir noch ein bisschen nachdenken. Ich bin für C vom Gefühl. Weil ich fand mit den Augen, also ist für ein Sixpack. Also zum Augentraining, ich meine, Grätschen, Augentraining. Ja, der hier ist es mehr, dieses. Okay. Weil man die Augen ja immer dann. Der Bernhard beherrscht ja auch den Kreuzblick. Der Bernhard ist aber noch nicht so alt wie ich und weiß nicht, dass wenn man eine Lesebrille braucht, braucht man einfach eine Lesebrille. Das kann Da man. hilft auch kein Geschlenker mehr. Das Problem ist, ich brauche nicht nur eine Lesebrille, ich brauche auch. Ja, Okay, was machen wir jetzt damit? Leute, kommt mit mir nach China. Ich war noch nie da. Und guck mal, Gangnam Style kam doch auch aus dem asiatischen Raum. ist es nicht diese hier? Gangnam Style. Aber Ja, aber das ist Korea, meine ich, oder? Ja, Ich halt mir oder auf. asiatisch. Also. Und hier, Bernhard, was machen du wir? möchtest es nicht, ne? Also China beliebtester Tanzschritt. Komm, wir fragen uns mal Das Leute. können wir auch machen, vielleicht weiß das jemand. Und hat das. Fragen wir das Publikum? Ja. Ach, die letzten. Hallo!
Hallo, so funktioniert das bei uns nicht. Ja? Wir müssen euch leider Stellt nehmen. euch vor, wie damals 1900. Also, wir fragen das Wir nehmen das Publikum. Publikum, weil ich scheine es ja sehr gut zu wissen. Ja? Es reicht ja einer. Ja? Wenn Chinesen so richtig aus sich rausgehen. Bei eurem Publikum muss ich sagen, also im Abkassieren sind sie groß. Als Hilfe sind sie nicht wirklich zu gebrauchen bisher. Doch, weil sie stehen hinter uns. Sie sitzen hinter uns. Keiner auch nur im Ansatz eine Idee vom, ja. Du weißt es? Du darfst aber nicht helfen. Du darfst nicht helfen. Du musst mich jetzt fragen, wie ich heiße. Ja. Komm, wir singen zusammen ein Lied. Ja? Also, Einer geht noch ran. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Nein, du darfst nicht sagen. Du bist nicht. Ich komme aus dem Rheinland, aber das hört man gar nicht. Nee, das hört man nicht. Nee, du darfst nicht sagen, weil du darfst nicht helfen, weil es geht ja um das Geld quasi auch für die anderen, weißt du? Deswegen. Dann sage ich nicht, dass es C ist. Okay. Keiner. Komm mal nicht mehr runter. Du Schlingel. Sieh das so vor mir, wie die Chinesen so schleckern. Was machen wir jetzt? Die Beine kretschen. So, Bernhard, Entscheidung. ich würde gerne bei C bleiben. Würdest du mir das persönlich übel nehmen? Nein, ich mach mit, ich bin ein Teamplayer. Pass auf, und danach, ja, ich nicht. Ich hab zwar Intuition. Ich hab zwar meine eigene Intuition, aber Ich würde jetzt mal mein C vermuten, ich reite mit dir in den und Abgrund. nachher, ja genau, und bei der nächsten Frage springe ich dir hinterher. Das ist doch Ja, super. wir können ja dann... Wir können Genau, Ja. wir nehmen C. C. Was hättest du genommen? C. C. Alles klar. C ist eingeloggt. Und jetzt bin ich gespannt. Der große Schwung. 1920 veröffentlichte der New Yorker Augenarzt Dr. William Bates seine Theorie, dass für die Sehschärfe nicht die Augenlinse, sondern der äußere Augenmuskel verantwortlich ist. Daraus entwickelte er ein Augentraining, das durch verschiedene Atem-, Entspannungs- und Sehübungen die Augenmuskulatur und den Körper entspannt. Dazu gehört auch der große Schwung. Dabei bleiben die Augen während der Pendelbewegung des Körpers geöffnet und der Blick gleitet gleichmäßig an der Umgebung entlang. Richtig. Richtige Antwort. 1000 Euro. Jetzt auch bitte, was ich bei Ihnen, ist mir völlig egal. Clever. Clever. Wer im Restaurant ein kohlensäurehaltiges Getränk bestellt, erkennt, dass das Glas nicht sauber war, wenn Es dreckig ist. A. das Getränk schon bei kleinen Berührungen überschwappt, B. keinerlei Kohlensäure aufsteigt oder C. sich am Rand besonders viele Bläschen ansammeln. Also A kann ich mir nicht vorstellen, weil Keinerlei Kohlensäure aufsteigen. keine Kurse, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Lassen wir das nochmal im Spiel. Sich am Rand besonders viele Gläser. Dann habe ich aber echt zu Hause nicht viele saubere Gläser. Sehr viele Plätzchen. Ja, aber kann das nicht sein, wenn das richtig gut gespült ist, dann ist die Glasoberfläche halt glatt. Moment. Wenn du eine Flasche Sprudel kaufst, siehst du nie Bläschen. Vielleicht, weil es sanitär gereinigt worden ist, die Flasche, und deswegen siehst du nie bei einer Flasche Sprudel Bläschen. Allerdings, wenn du es einkippst ins Glas, siehst du ganz viele Bläschen am Rand. Naja, sagen wir mal so, wenn du die Flasche aufmachst, sehe ich auch Bläschen. Wirklich? An den Seiten von der Glasflasche? Das ist jetzt die Frage. Aber es gesehen. steigt auf jeden Fall Kohlensäure auf. Wenn du das aufmachst, dann fängt das zischt und dann siehst du die Ja, die Kohlensäure steigt. Aber hat das was mit dem unsauberen Glas zu tun? Ich glaube, es ist C. Ich glaube, dass diese kleinen Bakterien, die es auch gibt, selbst wenn du das Glas gewaschen hast, dass die irgendwie sich an ans Glas irgendwie ran. Genau, Dankeschön. Ich glaube, also im Prinzip bin ich genau bei dir bei C. Ja. Ich vermute nur eine andere Erklärung, weil das durch die Spülung die Oberfläche des Glas sehr glatt ist und da die Blasen gar nicht dann halten können. Die perlen Ist eigentlich völlig egal, welche Erklärung da richtig ist. Genau, solange wir bei C sind. Hast du so ein Lieblingsgetränk, kohlensäurehaltig im Restaurant, was du immer Ich bestellst? trinke schon gerne Wasser mit Kohlensäure. Also einfach Ein bisschen Zitrone drin. Super. Elton? Was?
Ich hab die Flasche. Was mach ich? Was mach ich? Kohlensäurehaltiges Getränk im Restaurant. Ja, Bier. Alles klar. C ist eingeloggt. Wer im Restaurant eine Cola oder ein Bier bestellt, kann bei genauem Hinsehen erkennen, ob er ein dreckiges Glas bekommen hat. Denn Staub oder Essensreste bilden sogenannte Nukleationsstellen für Kohlensäure. Einzelne CO2-Moleküle haben nicht genug Auftrieb, sondern müssen sich immer erst zu größeren Blasen zusammenschließen, bevor sie aufsteigen. An die Nukleationsstellen bleiben die Moleküle hängen. So entstehen dort besonders viele Blasen. Ein Hinweis also für Schmutz im Glas. So, dann haben wir jetzt auch für euch die erste richtige Antwort und die ersten 500 Euro. Oh, jetzt seid ihr wieder drin im Spiel. Weiter geht's. Nächste Kategorie. Wir nehmen Trick 17. Ihr habt ja noch den Heiner. Schale zu lösen. Hilft der A. Henkel einer Espressotasse, B. Griff eines Nudelholzes oder C. Quirlaufsatz eines Handmixers. Moment, also, wir haben eine halbierte Kiwi und wollen jetzt kleine Happen haben. Also Griff eines Nudelholzes? Nein. Nein. Quirlaufsatz eines Handmixers. Schau mal, der Quirlaufsatz. Das Ding, da stichst du in die Kiwi rein. Ja. Und du verbindest dich mit der Materie, mit dieser grünen Materie, mit diesen schwarzen Punkten. Ja, Kerne. Ja, und zack, hast du sie da dran. Hängen, kleben, zermalmt, durchgelurcht, überall an diesem Handmixer. Und was sagt uns das? Nimm den Handmixer, der Quirlaufsatz. Alles andere ist Bies. Sorry, Vorsicht. Ich muss C nehmen. Das wird nicht schnell genug raus. Aber das ist doch, wenn du den da reinhaust, dann hast du das geviertelt. Bernhard? Du kannst deine Zunge benutzen. Ja, klar, stimmt, das kann ich einfach. Ich muss C nehmen. Nein, er muss gar nicht. Aber er war ja gerade da ja richtig und nicht sozial. Nein, du hast das so Aber toll er hat den Wink, den du ihm gegeben hast, schon verstanden. Der Griff des Nudelholzes ist ja verrutscht und verschwindet. Wer einen Obstsalat zubereitet, dem dürfte das Schneiden von Erdbeere, Apfel, Traube und Co. leicht von der Hand gehen. Die Kiwi dagegen ist oft eine kleine Herausforderung. Doch mit dem Quirlaufsatz eines Handmixers kommt man schnell und unkompliziert zur Sache. Einfach den Aufsatz in die halbierte Kiwi hineindrücken. Das Fruchtfleisch wird automatisch geviertelt und lässt sich anschließend durch leichtes Drehen aus der Schale lösen. Und appetitlich sehen die kleinen Happen zudem auch noch aus. Nina! Also ich muss sagen, erstmal gibt es 500 Euro obendrauf. Das ist für mich der Alltagstipp des Jahres. Ja, wie oft habe ich schon verzweifelt vor so einer Kiwi gestanden. Jetzt muss ich das Ding wieder schälen. Ja, jetzt endlich weiß ich mal, wie man das da ordentlich Kann rauskriegt. aber auch einen großen Esslöffel nehmen. Ja, geht auch. Geht auch. Ja. Du hast eben gut gewählt. Alright. Ach komm, unter Wasser. Und Come on. ja gut. Warum nicht? Der echte Tintenfisch beherrscht A. die Duotonleiter, B. Hypnose oder C. einen Seemannsknoten. So, bitte. Naja, okay. Also. Unter Wasser hätte ich ohne Scheiß nie genommen. Ja, du hast gesagt, ich soll es dir aber aussuchen. Ja, okay. Jetzt beschwer dich nicht. Nein. Jetzt müssen wir da gemeinsam Jetzt durch. müssen wir da gemeinsam. Okay, fangen wir mit C an. Einen Seemannsknoten. Warum nicht? Macht er das jetzt mit seinen Tentakeln? Warum soll der was knoten? Es sei denn, es ist mittlerweile so viel Plastik da unten, dass er das irgendwie verarbeitet. Nein, wenn diese Strömung so stark ist, kann er sich festknoten, dann schwimmt er nicht weg. Kommt der Seemannsknoten vielleicht von einem Tentakel, dass man den hochgezogen hat oder weg versucht hat zu ziehen? Nur eine Theorie. Lass uns mal die anderen durchgehen. Hypnose. Hypnose hätte ich jetzt irgendwie ein Stück weit als erstes, war so intuitiv, weil viele Tintenfische auch Farben wechseln können und auch mit den
Farben variieren können, sozusagen vielleicht auch einen Rhythmus mit den Farben machen kann, dass ein Tier es nicht angreift. Durtonleiter, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist das, was du erklärt hast mit den Farbenwechseln und so weiter, dann ist doch, das ist eher in Trance versetzen. Hypnose ist tatsächlich Auge in Auge. Also ich meine, jetzt, wenn man jetzt ganz verrückt denkt, hat man vielleicht mal einen Tintenfisch ans Klavier gesetzt und der hat nur irgendwie ein Auge für weiße Tasten, hat deswegen nur die weißen Tasten gedrückt. Wäre ja eine Durtonleiter, aber wer ist so bescheuert und setzt einen Tintenfisch vom Klavier? Ja, oder wer Also bringt ist das Klavier unter Wasser? Ich würde A ausschließen. Sind wir da einer Meinung? Nee. Oh Gott. Wofür bist du denn? Also, du hast zwar recht, vielleicht kann der ja auch mit seinen Armen und sowas, aber das ist irgendwie nicht also das ist ein völlig anderer Begriff für Hypnose. Und wen soll er denn hypnotisieren? Den Feind oder was? Ja, Tintenfische haben ja sonst irgendwie keine. Gut, die haben den Mechanismus der Tinte. Das sind aber ja Fluchttiere und weißt du, wie die Schlange K. ich habe neulich irgendeinen Bericht gesehen, wo halt die können sich wirklich wie so Camouflage halt. Ja, die können Farben verändern, das stimmt auf jeden Fall. Mein Problem ist, du bist komplett für Hypnose und ich schließe Hypnose komplett aus. So, was machen wir denn jetzt? Heiler, wie sieht's aus? Ich weiß es. Echt? Der Heiner hat einen Tauchschein. Ich weiß. Echte Tintenfisch. Der Heiner spielt auch Klavier. Moment, der echte. Moment, das habe ich vielleicht sogar. Heiner, du darfst einmal noch was beitragen. Du darfst eine von 3 Antworten sagen, die es nicht ist. Hä? Die es nicht ist. Das weiß er doch, aber im Moment ist er. Einer weiß es. Einer weiß alles. Ich weiß es, ja. Oder ich nehme C zurück, ich sage A ist es nicht. Wie gut kennst du? Wartet doch noch einen Moment, bis sie drauf kommen. Sollen wir Folgendes machen? Ey, Ja. diplomatische Lösung. Wir bleiben also ich bleibe bei B. Und das heißt, ich überstimme dich jetzt bei dieser Frage. Sollte ich falsch liegen? Dann schenkst du ihm ein neues Album. Absolut. Das kriegst du natürlich so oder so, aber wenn ich falsch liege, dann machst du nächstes Mal, überstimmst du mich. Dann machst du das nächste Mal einfach besser, Elton. Ich habe ein gutes Gefühl bei ich weiß, Ja, so schlimm. dann sag's aber auch. Nee. Doch. Sag es. Du hast jetzt Sag Zweifel es. gesät. Sag es. Sag es. Dann sag es doch jetzt. Nee, sagen. Ich sage, Sag es doch jetzt. Nee. B. Alles klar. Okay. Gott. Ich bin sehr gespannt, ob wir nach Ansicht des kleinen Videos alle noch wach sind. Der echte Tintenfisch hat ein komplexes Nervensystem. Er ist in der Lage, die Farbe und Deckkraft seiner Zellen zu beeinflussen und kann vielfältige Muster auf seiner Haut erscheinen lassen. Dass er so alle Blicke auf sich zieht, macht er sich auch bei der Jagd zunutze. Denn mit Hilfe eines schimmernden Farbspiels hypnotisiert der Tintenfisch seine Beute. Den vergisst beim Betrachten des Spektakels zu fliehen und wird so zum leichten Opfer. Absolut richtig. 1000 Euro sind für euch jetzt. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Tiere. E. Auch goldgelb gefärbte Eltern haben. Oder C. Nicht in Höhenlagen über 2000 Meter leben. Oh, jetzt kommen ganz süße schwarze Leoparden. Auch goldgelb gefärbte Eltern haben. Die geht's wirklich. Sag, du kannst ruhig sagen, was du. Ich sag B. Also vom Gefühl. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich auch nur im Ansatz versuche, deinem Gefühl zu widersprechen. Ich würde mich deinen Gefühlen immer hingeben. Oh, Bernhard Hoeker on guitar, Henning Hahn on the drums. Also, Gefärbte Eltern. ich weiß, dass Leoparden haben schwarze Kreise auf hellem Grund und dass das eine Genmutation ist. So viel weiß ich. Und warum sollen die nicht auch, also wieso soll das nicht? Natürlich bin ich mir nicht sicher, es ist ja nur vom Gefühl. Ja, ich kann mir schon vorstellen. Ja. Wie süß!
wir haben da mal 2 Gäste Das eingeladen. sieht aber süß aus. Und dann noch die beiden kleinen Katzen. Wie süß. Nee, die haben nämlich auch, siehst du, die haben nämlich auch diese Kreise, diese Rosetten, genau. Respekt. Wow. Wie süß. Und danke, lieber Schöpfer, für so viel Ist das- Schönheit geballt auf ein 2 kleine schwarze Leopardenbabys, 10 Wochen alt. Beautiful. It's so beautiful. Ja, wir Wir hätten für die beiden Kleinen auf das Gehege gut verzichten können, aber der Thomas Staes ist nicht ganz so einfach zu haben. Ja, was sagt Also ihr? wir sind bei B, weil ich glaube, dass das eine Mutation ist und die kann ja überspringen, wenn die rezensiv ist oder wie das heißt. Also ich bin... Also mir macht's glaube ich nicht und in Höhenlagen überzeugt. Habt ihr schon was eingeloggt? Ja, wir sind für B, wir nehmen B. Ne? Okay, so, dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Thomas. Thomas Staes. So, auch schon häufig bei uns zu Gast gewesen, aber ich muss sagen, noch nie mit sowas Süßem. So, die erste Frage, das bewegt ja immer alle. Also erstmal Männchen, Weibchen, was? Wir haben ein Männchen, ein Weibchen. Das Weibchen heißt Ute, das Männchen heißt Jens. Warum denn Ute und Jens? Die beiden Leoparden hatten kein gutes Schicksal, keinen guten Start im Leben und unser Tierärztin Ute und unser Tierarzt Jens haben denen eigentlich das Leben gerettet. Eine Riesenaktion, die sehr, sehr mühevoll war und ja, deshalb haben wir gesagt, Dann habt ihr sie nach ihnen benannt. Ja, genau. Also ihr befasst euch ja ganz beruflich und auch mit sehr viel Expertise mit der Aufzucht dieser Tiere, genau, die eben von den Eltern entweder verstoßen wurden oder auch nachzuchten, wie in diesem Fall. Genau. Ja, und ich habe gerade gesagt, 10 Wochen sind sie alt. Ja, und jetzt kommen wir erstmal zur Aufklärung. Wir haben ja gerade gehört, 3 Antwortmöglichkeiten gibt es. Nina hat sofort gesagt, können auch goldgelb gefärbte Eltern haben. Und was ist richtig? also es Die gibt sind aber wild, ne? Ja, es gibt verschiedene Varianten. Diesen Melanismus, dass der vorkommt, und zwar wenn man 2 Schwarze hat, die verpartnern miteinander oder verpaaren sich, dann kommen Schwarze raus, dann gibt es die eine Variante, ein schwarzes Tier und ein goldfarbenes oder geflecktes Tier, wie Nina schon sagte, mit einem Gen in sich, diesen Melanismus in sich, da kommen dann auch schwarze und gefleckte raus, aber es kann durchaus möglich sein, dass gefleckte Exemplare da sind mit diesem melanistischen Gen, die sich miteinander verpaaren und es kommt trotzdem dann schwarz raus. Gratulation! Also richtige Antwort. Ui. Also das ist die richtige Antwort. Das sind natürlich keine Haustiere und die werden bei euch ja auch nicht als Haustiere gehalten. Ja? Ihr gebt die dann irgendwann in professionelle Hände. Genau, das sieht natürlich sehr, sehr niedlich und putzig aus, aber man sieht schon im Endeffekt, wenn es um Fleisch geht oder um Fressen, werden die massiv. Das ist einfach jetzt so, dass sie jetzt Hunger haben und das gehört natürlich in gute Hände bzw. fachkundige Hände. Da gibt es Genehmigungen im privaten Bereich, beziehungsweise diese Tiere sind jetzt schon einem Zoo versprochen und dann ist unsere Aufgabe auch beendet. Und dieses Leben in Gefangenschaft versuchen wir mit dieser Aktion auch hier im Studio sehr für die Tiere so angenehm wie möglich zu machen. Ne? Man sieht ja auch schon an den großen Krallen, ja, sie sind ja wahrscheinlich nicht mehr lange so überhaupt zu halten. Ne? Also Nein. mit welchem Alter beginnt das, dass man dann sagen muss, oh, jetzt nimmt man sie besser nicht mehr raus? Also man sieht jetzt schon, wie die da rumkauen und machen. Das geht jetzt noch, ich sag mal, 5-6 Wochen und dann ist man froh, wenn sie dann aus der Bühne sind. Okay, verstehe. Also, dann drücken wir den beiden wirklich alle Daumen. Ja, bis hierhin haben sie Glück gehabt. Oh. Ja. Ich glaube, für mich ist auch Zeit zu gehen. Ja? Ja? Thomas, war wieder super interessant. Vielen Dank. Alles Gute, auch für euch beide hier. Und ich gehe ja schon. Ne? Du bleibst noch ein bisschen drin, Thomas. Ja? Also, genau. Das ist bei mir in der Tat auch so. Ich bin wirklich sehr ausgeglichen, aber wenn ich Hunger habe, ja, tschüss, Thomas Staes, danke. Und wir können auf die nächste Kategorie mit David und Elton schauen. Du hast doch gesagt, du kennst dich mit Tieren aus. Was ist denn mit Fleisch dann? Ich will Flugreise nehmen. Gut, nehmen wir Flugreise. Na, wenn der David eins ist in seinem Leben, dann ist es viel unterwegs. Das stimmt. Ja. Die Frage,
Warum werden am Frankfurter Flughafen Passagiere stets umgehend zum Abfluggate gerufen? A. Die Sicherheitskontrolleure erhalten so einen besseren Überblick. B. Nachrücker sollen dadurch schneller von der Warteliste aufrücken. Oder C. Es soll so für eine ruhigere Flughafenatmosphäre gesorgt werden. Das ist eine gute Frage, aber Spontan C. Einfach Spontan C? Instinktiv. Ich glaube, dass einfach, das auch beim Flugzeug selber gibt es ja auch mittlerweile diese Richtlinie, dass man nicht zusammen kulminieren soll, dass einfach es immer ungern gesehen wird, wenn mehrere Menschen so als Gemeinschaft, also es ist einfach schwieriger für die Sicherheitsleute zu kontrollieren. Ich glaube, dass man deswegen einfach so schnell wie möglich alles organisiert haben möchte am Flughafen. Ich würde die Sicherheitskontrolle, glaube ich, nicht einen besseren Überblick. Wenn die keinen guten Überblick haben, dann ist es eine schlechte Sicherheitskontrolle und da legen die wahnsinnig viel Wert drauf. Das muss ich ausschließen. Nachrücker sollen dadurch schneller von der Warteliste, das ist auch Schwachsinn. Entschuldige, das hat nichts mit der Flughafendurchsage zu tun, sondern mit der Airline selber. Ich bin für C. Du musst ja nun beruflich sehr viel fliegen. Fliegst du denn auch gerne oder ist das eigentlich eine lästige Pflicht? Ich habe so ein bisschen Angst im Flieger, aber naja. Aber nächstes Jahr gehst du wieder auf Tour. Wie viele Termine gibt es da? Ja, Mai, 19 Konzerte, neue Tour, Unlimited heißt sie und freue mich darauf. Richtig großes Brett, Band, Orchester, voll bewegt. Sehr gut. Ja, jetzt müsst ihr nur noch die richtige Antwort kommen. Also das waren jetzt so meine Gedankengänge. Also wie gesagt, ich glaube mit den Sicherheitskontrollen, wenn da irgendwas nicht funktionieren würde, hätten die das geändert. Genau, und am Gate ist ja keine Sicherheitskontrolle mehr drin. Widersprech mir ganz vehement, wenn du dagegen bist, aber ich sag C. Wir nehmen C. Es macht am meisten Sinn. Aber ich hätte fast jemand von der Warteliste angenommen. Fast wäre es soweit gewesen. Passagiere, die früher vom Frankfurter Flughafen flogen, konnten nach Büchern stöbern oder Kaffee trinken, bis sie den zweiten Aufruf hörten. Seit 2014 aber hören sie nur den einen Aufruf. Achtung bitte, Passagiere gebucht nach Los Angeles werden umgehend zum Flugsteig 50 gebeten. So gibt es mittlerweile nur noch 15.000 Flugausrufe im Monat, statt den früheren 25.000. Der Flughafen setzt das Konzept des Silent Airports ein. Digitale Hilfen wie Apps und Monitore ersetzen die Ausrufe und sollen für eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre sorgen. Stimmt. Richtig. Korrekt beantwortet. Auch ihr steht bei 1.500 €. So viel Es ist tatsächlich schon passiert, dass sie halt wirklich keinen mehr ausrufen und dann hast du den Flieger verpasst und dann gehst du hin, warum haben sie mich denn nicht ausrufen? Ja, müssen wir nicht mehr. Also die müssen dich nicht mehr ausrufen. Tja, ja. Das hat dann aber wieder mit der Warteliste zu tun. Ja, genau. Ja. So, wir machen weiter. Ihr habt warum sind Tornados in Mitteleuropa seltener und weniger kräftig als in den USA? A. Kältefronten zerstören ihren Drehimpuls. B. Große Waldflächen lassen sie abebben. Oder C. Gebirge stehen ihnen als Hindernisse im Weg. Ui. Oh, ich bin schon mal überrascht, dass Bernhard das nicht aus dem Hut beantworten kann. Ja. Also, Tornados sind jetzt nicht diese Dinger, die irgendwie 2 Wochen lang vom Meer kommen. Sondern die bilden sich relativ kurz und sind dann dafür, ich sag jetzt mal mutig, eine halbe Stunde. Und die ziehen von unten die Luft an und ziehen sie hoch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich... Was sagt denn dein Bauchgefühl? Die Gebirge. Da, wo die Tornados wüten, im Mississippi-Delta und im Denver-Clan, da gibt es ja auch keine Gebirge. Ja. Da gibt es Krokodile, irrsinnige Luftfeuchtigkeit. Ja, aber also Tornados sind nicht so große, lange Dinger, die ewig unterwegs sind. Deshalb Kältefronten, es gibt eine Kältefront, und dahinter ist es total egal und davor auch. Also das heißt, es könnte sich ja außerhalb der Kältefront, also ich bin irgendwie vom Gefühl bei B, weil der von unten die Luft ansaugt und da sind halt Wälder im Weg und der saugt nicht schnell genug die Luft an. Das wäre meine... Möchtest du probieren? Ja, möchte ich total gerne, aber weißt du, was das Problem ist? Die waren schon dran. Ach so, Mann denn? Ja, eben, als keiner aufgestanden ist. Was möchtest du denn? Ich bin immer noch für B. Okay.
Du bist für was, Nina? Dann freuen wir uns darüber, dass es in Mitteleuropa unglaublich große Waldflächen gibt, die dies verhindern. Also Bernhard, was sagen wir ein? B. Okay. Du hättest was genommen? B oder C. Da ist ja B mit drin. Ich bin gestolz. Du bist nicht stolz. Ja, ich bin absolut. Voraussetzung für das Entstehen eines Tornados ist feuchtwarme Luft am Boden und kalte Luft in den höheren Schichten. Die warme Luft am Boden steigt auf, wobei Wasser kondensiert und sich Wolken bilden, die zu einer rotierenden Gewitterzelle werden. Besonders im mittleren Westen der USA herrschen optimale Bedingungen für die Entstehung von Tornados, denn hier treffen kalte Luftmassen aus Kanada und feuchtwarme Luft aus dem Golf von Mexiko aufeinander. In Europa dagegen verhindern die Alpen und die zahlreichen Mittelgebirge, dass Luft vom Atlantik oder dem Mittelmeer ungehindert auf kühle Luftmassen aus Osteuropa trifft. Es gibt noch 3 Kategorien. Ja. Das Fragezeichen steht für irgendwas, Überraschung. Was nehmen wir? Was passiert, wenn? Oder Fleisch. Ich das Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen. Absolut. Ja. Ja, warum? Der viermalige Bürgermeister von Cormorant im US-Bundesstaat Minnesota erhielt für sein Amt als Bezahlung A. eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, B. einen lebenslangen kostenfreien Kabelanschluss oder C. einen Jahresvorrat an Hundefutter. Ich bin gerade sehr froh, dass wir das nicht genommen haben. Sag ich. Teilnahme an den Olympischen Spielen, völliger Blödsinn. Oder? Wir lassen uns mal so ganz logisch. Ich höre dir gerne zu. Du machst das jetzt immer gut. Viermaliger Bürgermeister, US-Staat. Moment, ich habe schon mal von einem Bürgermeister gehört, der ein Hund war. Wirklich. Fällt mir gerade ein. Man würde der 4-mal gewählt werden, aber ich habe schon mal gehört, dass ein Bürgermeister ein Hund war. Und das ist ja jetzt in keinem großen, wer ist das, Cormorant? Das muss ja wahrscheinlich irgendwie eine Stadt mit irgendwie 800 Einwohnern oder so. Die finden das irgendwie lustig und haben da irgendwie so eine Mediengeschichte draus gemacht, bla bla bla. Ich sag, das ist ein Hund, der Bürgermeister gewählt worden ist. Den haben sie 4-mal gewählt und der kriegt immer einen Jahresvorrat an Hundefutter. Das wäre jetzt so meine verrückte Erklärung dafür. Total aus dem Bauch. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich habe David Garrett schon immer zugehört, aber heute auch mal ohne Geige. Ja, es ist irgendwie spontan. Verrückt. Ja, also ich glaube da dran. Aber den müssen wir irgendwie aus. Cormorant, Minnesota im Sommer 2018. Nach seiner 4. Amtszeit geht Bürgermeister Duke in Rente. Seine Zeit verbrachte er häufig damit, an der Hauptstraße der kleinen Stadt in der Sonne zu liegen. Denn Duke ist ein 12-jähriger Pyrenäenberghund und bekleidete ein eher symbolisches Amt. Dafür bekam er unter anderem einen Jahresvorrat an Futter und eine Behandlung im Hundesalon. Als Bürgermeister nahm Duke an den Festivitäten der Stadt teil und war sehr beliebt bei seinen Wählern. It is rare to see a politician who is so kind, so loyal, and so snuggly. Ja. Das sind Momente, in denen Legenden geboren werden. Unglaublich. Also Ausgleich, 2000 Euro auch bei euch. Starke Nummer. So, jetzt haben wir noch, was passiert, wenn... So ein Schaumfestiger kommt ja aus einer Tube und dann ist er ja Der wird feucht. Der wird hart. Diese Dinger, mit denen man Sachen festmacht. Du hast irgendwas in einem Loch drin, machst dann und dann macht der und dann hält das fest. Ach, du meinst den aus dem Baumarkt? Ja, genau. Ich dachte, du meinst den aus der Drogerie. Dann, also, vielleicht ist das deshalb, also ist es nicht der Bauschaum, an den ich denke, sondern dein Schaumfestiger, den man für was benutzt? Zum? Schaumfestiger, ja, um eine Form reinzukriegen. So ein bisschen, dass es so ein bisschen haltbar bleibt, so Schaumfestiger. So. Und du glaubst, der Schaum wird hart und grau wie Asphalt?
Also Sie drehen ein... Wenn man den anzündet, aber eigentlich auch nicht. Also, im Schaumfestiger ist ja ein Treibmittel drin, damit der Schaum schaumig ist. Zum Beispiel Stickstoffmonoxid, auch bekannt als Lachgas, habe ich hier in der Sendung gelernt. Und vielleicht macht das, währenddem das abbrennt und macht dann ein Geräusch. Oder ist, also, aber warum sollte man das zweimal machen? Es dreht ein paar Runden. Es ist in dieser Sendung immer so. Ich habe es ja gehofft, es ist nicht immer so, aber es ist immer so. Es kann alles wahr sein. Ja. Oder gar nichts. Also du hattest eben das weitaus bessere Gefühl. Was ist dein Gefühl? Wir sind ganz frech und wollen jetzt mal was hören, ein Geräusch. Sag du, was du... Ich halte mich hier gerade auf. Wir wollen das Geräusch eines sich beschleunigenden Rennwagens hören beim Dann loggen wir C jetzt an. Ja? Anzünden des Schaumfestigers auf einer Spielzeugrennstrecke. So, wir haben C eingeloggt und wir werden es natürlich jetzt hier demonstrieren. Markus, willkommen zurück. Und natürlich, Elton, es geht um Haarschaumfestiger. Deswegen weiß ich nicht, was Bernhard die ganze Nicht um Zeit sagt. Bauschaum. Ne? Es ist Haarschaumfestiger. Ne? So, diesen Haarschaumfestiger. Genau, schütteln, das ist ganz wichtig. Ich wollte immer schon mal ein Experiment mit Schaumfestiger machen. Das ist So, bitte Brille aufsetzen. genau, ganz wichtig. Ja. Jetzt vielleicht noch nicht zum Schäumen, aber Wenn jetzt das Licht können ausgeht, wir es brauchen. Nein, Bernhard, mach dir keine Sorgen. Wir müssen erstmal hier aufschäumen. So, es muss schon gründlich sein, aber auch, wir brauchen ziemlich viel Schaum, damit das gleich gut funktioniert. Sonst hört man nämlich nichts, Ja, wenn wir mit zu dem wenig Schaum Sound, drauf ja. machen. Und das wird nicht richtig grau. nee, der brennt von oben runter und deshalb mehrmals hinterher. Dauert dann so einen kleinen Moment, bis der Asphalt hart wird. Aber kommt Ja. auch. Aber dann geht es mehrere Runden. Erst wird er grau, dann wird er hart. Und am Schluss bellt er. Wahnsinn, was man so aus einer Tube da rauskriegt. Ne? Und ich sag noch dazu, bitte nicht nachmachen zu Hause. so eine Ahnung. So, Achtung, dann gucken wir uns an, was passiert. Es ist ein spektakuläres Flammenrennen, was hier entsteht. Vorwärts, rückwärts und pass auf, die Frage ist jetzt, welche Flamme gewinnt? Pass auf, das ist nämlich das Spektakuläre irgendwann. So ist es nämlich dann gleich nur noch eine Flamme. Ach, ist das schön. Das hat jetzt so, guck hier, Ende September schon ein Hauch von Weihnachten. Da läuft sie um und gleich geht wieder oben. Ah, nee, jetzt aber, guck mal hier, Ast rein. Ja? Toll. Super schöne Geschichte. Mit Hartschaum, Was man nicht alles machen kann. das gibt's nur bei Wer weiß denn sowas. Ja. Oder wenn ihr mit den Physikanten irgendwo unterwegs seid, da gibt es sowas auch, da zeigt ihr solche kleinen und größeren Experimente ja auch. Ihr seid jetzt demnächst in Dortmund, das sage ich ganz gerne, weil es so von Herzen ist. Es geht da um die Finanzierung des ersten Kinderhospiz. Wann und wo seid ihr? 16.11. im Rathaus in Dortmund. Physik im Rathaus heißt das Ganze, mit spektakulären Experimenten. Infos dazu gibt's Auf der Website. auf der Website. Also, wir drücken die Daumen, dass du noch Geld bleibst bei 2000 € und ihr habt jetzt die Chance, in Führung zu gehen mit der letzten Frage, wo ich mich ehrlich frage, Elton, dass die so lange liegen geblieben ist. Die Kategorie ist Fleisch. Ja, hat vielleicht auch einen Grund. Das ist, bin mir nicht ganz sicher, ob das Die etwas Frage. ist, was ich wissen könnt. Je höher der Marbling Grade ist, desto A. weniger Hitze verträgt das Fleisch, B. zarter ist das Fleisch oder C. früher wird die gewünschte Kerntemperatur des Fleisches erreicht. Ganz ruhig jetzt bei der Sache. Marbling. Ist auf jeden Fall schon mal Englisch. Was ist denn Marbling? Ich kenne Marble, kenne ich eigentlich nur von Marmor. Oder Ist das marmorierte Fleisch? muss es sein. Aber Moment, ich will es nochmal ganz in Ruhe. Je höher Na, dann ist es B. Marbling Grade ist. Also, dass der Elton Fleisch isst und mag, das ist ja für mich kein Geheimnis. David aber offensichtlich auch.
Fleischkenner, Fleischliebhaber. Sekunde. Ist denn das der Marmor? Weil dann ist es nämlich fein marmoriert, dann sind da viele kleine, ganz kleine Fettdinger drin und das macht das Fleisch. Kann das sein, dass das irgendwie dieses japanische Kobe ist? Aber habe ich Marbling Grade? Es sagt mir persönlich nichts und ich habe schon auch mal ein Stückchen Fleisch. Weil was heißt, weniger Hitze verträgt das Fleisch? Also das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Ja, ich habe nie gehört, dass ein Fleisch anders angebraten wird. Heiße Pfanne, bisschen Öl rein, zack, dann die Zeit abwarten, aber weniger Hitze. Ich schließe C aus. Ich glaube, das oder? Aber was heißt, früher wird die gewünschte Kerntemperatur? Das hört sich irgendwie an, als wenn das eine Chemiefrage ist. Das ist auch so, du hast sogar einen Grill, da 800 Grad, da kommt das Fleisch rein, baff, wird marmorisiert, auf andere Seite 45 Sekunden, ich glaube, das hat mit dem zarten Fleisch zu tun. Ich kenne zwar den Begriff Marbling Grade nicht. Wir haben ja noch. Für B. Ich bin, ja, das Problem ist, dann sind wir, haben wir noch? Ja, klar, ja. Also, wenn ihr könnt ja was mitgeben und dann fragen wir und dann. Also wir sind beide für B. Wir sind beide für B. Jetzt würde ich mal sagen, falls jemand wirklich 100% weiß, dass es nicht ist, dann bitte jetzt aufstehen. Na, oder einfach Hallo sagen und mal kurz ins Fernsehen kommen und dann auch. Jetzt kommen wir bitte auf. Ja, das können wir ja Fleischer oder so dabei, Metzger, Grillmeister, Fleischfachverkäufer, Verkäuferin. Ja, wo ist Heiner, wenn man ihn braucht? Ne? Ja. So, was machen wir? Ich glaube, Also, ja, dann bin wir B. Ja, komm. B. Es ist jetzt so, wie es ist. B ist eingeloggt. Und das ist die 12. und letzte Frage in dieser Runde. Die letzte Frage vor dem nächsten Finale. Das Fleisch des japanischen Kobe-Rinds zeichnet sich durch seinen hohen Marmorierungsgrad aus. Diesen erhält es durch selektive Züchtung und aufwendige Haltung. Nach dem Marbling Reference Standard wird das Rindfleisch in verschiedene Marmorierungsgrade eingeteilt. Als Marmorierung wird die sichtbare Form des Fetts bezeichnet, das sich als feine weiße Flecken durch den Muskel zieht. Das Fett schmilzt bei Kontakt mit der Mundhöhle und lässt das Rindfleisch so besonders zart wirken. So, richtige Antwort. Und damit nochmal 500 € obendrauf. Und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem zweiten kleinen Finale. Bernhard und Nina Hagen haben 2000 € auf dem Konto. Elton und David Garrett 2500. Und damit kommen wir zur nächsten Entscheidung. Die Kategorie, aus der die folgende Masterfrage kommt, ist Geografie. Ja, du bist ja nicht alleine. Völlig kaputt. Geografie? Wer hat sich das denn ausgedacht? So, Bernhard, Elton. Ja, dann drück auf D. Ich halte mich da zurück. Danke. Dann kann der nicht. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage in Runde 2. Was ist die nördlichste Hauptstadt der Welt? A. Reykjavik, B. Ottawa oder C. Helsinki. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Ich habe ein bisschen Augentraining gemacht jetzt zu der Musik. So, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Nina haben gesetzt 1000 €. Elton und David haben gesetzt 1501 €. Ei. Auf welche Antworten habt ihr gesetzt? Bernhard und Nina haben getippt auf Antwort A. Elton und David haben gesetzt auf Antwort B.
Das verspricht auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Entscheidung. Helsinki liegt auf 60 Grad und 10 nördliche Breite. Das ist wieder alles so knapp. Das sind irgendwie wieder Millimeter hier, oder? Reykjavik auf 64 Grad und 7 nördlicher Breite. 4 Grad ist schon viel. Ja. Und Ottawa liegt auf, und das bringt die Entscheidung, 45,25. Reykjavik ist richtig. Und da 3.000 € habt ihr erspielt. Und ich glaube, an diese Pro-Kopf-Summe könnt ihr euch langsam gewöhnen. Es sind wieder 47,62 €. Ihr habt ja noch eine Chance, es liegt so gut immer die ganze Zeit bis zum Finale. Ja? Da hätte schon eine Menge Kohle drin sein können. David, erstmal viel Erfolg fürs neue Album. Dankeschön. Unlimited Greatest Hits ab Oktober. Ja, Mandel. Tour nächstes Jahr. Es hat riesen Spaß gemacht wieder. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bist immer gerne zu sehen. Ja. Also, alles Gute dir. Danke, großen Applaus für David Garrett. Und liebe Nina. Dich. Liebe Nina, der Heiner freut sich. Nina, bist du mit Wasser okay oder vielleicht einen Kaffee? Ach du, wenn jemand... Ja. Wir organisieren.